Aus altem Brot ein festliches Gericht zu machen, das ist für mich pure Küchenmagie. Heute zeige ich euch Serviettenknödel, die außen knusprig und innen richtig fluffig werden. Dazu gibt es eine cremige Pilz-Parmesan-Sahnesoße, perfekt für den Winter und ideal für Weihnachten. Alle Zutaten und Mengen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr solche ehrlichen, handwerklichen Rezepte mögt, lasst gerne ein Abo da. Und jetzt kommt das Spannende. 99% der Menschen machen beim Serviettenknödel einen wichtigen Schritt falsch. Und genau dieser Schritt entscheidet am Ende über Geschmack und Struktur. Ich zeige euch heute, wie man es richtig macht. Ich starte hier mit altem Brot, ein Teil frisch gewürfelt, ein Teil aus dem Gefrierfach. Das ist das Schöne an diesem Rezept, Brotreste nie wegwerfen. Einfach würfeln, einfrieren und später weiterverarbeiten. Gefroren oder aufgetaut, beides funktioniert. Jetzt kommt Butter in die Pfanne und ich röste mindestens die Hälfte der Brotwürfel kräftig an. Ihr seht im Video, wie sie goldbraun bis leicht dunkler werden. Genau so entwickeln sie die Röstaromen, die später den ganzen Serviettenknödel tragen. Die Butter wird aufgesogen, die Stücke werden knusprig und bringen später Tiefe und Struktur. Die gerösteten Würfel gebe ich zu den ungerösteten zurück und mische alles locker zusammen. Zwiebeln habe ich in Butter angeschwitzt und leicht Farbe nehmen lassen. Die gebe ich jetzt über die Brotmasse. Im gleichen Topf erhitze ich die Milch mit ein paar Zwiebelresten für den Geschmack. Ich würze mit Salz, Pfeffer, frischem Muskat und erhitze die Milch nur leicht. Dann gieße ich sie über die gesamte Brotmasse. Jetzt lässt man alles 20 bis 30 Minuten ziehen, ohne zu rühren, ohne zu drücken. Während die Masse zieht, hacke ich frische Petersilie, gewaschen, trocken getupft und fein geschnitten und gebe sie dazu. Dann trenne ich die Eier. Eigelb kommt direkt zur Masse, das Eiweiß kommt in die Küchenmaschine. Die Eigelbe hebe ich vorsichtig unter. Dann schlage ich das Eiweiß steif und gebe es als ganze Masse obendrauf. Auch das Eiweiß wird vorsichtig untergehoben, das macht die Knödel locker und verhindert, dass sie fest und kompakt werden. Das angefeuchtete Küchentuch habe ich bereits ausgebreitet. Ich gebe die Masse hinein, forme eine gleichmäßige Rolle und binde die Enden mit Küchengarn zu. Mit einem Schaber drücke ich die Masse leicht zur Mitte, damit die Form schön und rund bleibt. Wenn das Tuch zu dünn wirkt, dann kann man außen noch eine Schicht Folie drum legen. Die Rolle kommt jetzt in siedendes, nicht kochendes Wasser und darf 25 bis 35 Minuten gar ziehen. Dabei sollte man das Tuch ein- bis zweimal drehen, damit die Rolle komplett unter Wasser bleibt. Danach nehme ich den Knödel heraus und lasse ihn im Tuch in einer Box im Kühlschrank vollständig abkühlen. Kalt lässt er sich perfekt in Scheiben schneiden und in Butter anbraten. Jetzt bereite ich die Austernpilze vor. Ich schneide unten die Basis ab, damit sie sich lösen, tupfe sie mit feuchtem Küchenpapier sauber und schneide sie etwas kleiner. In der Kochausbildung wird manchmal ein ganz kurzer Wassertauchgang genutzt.
aber wirklich nur einmal rein und sofort wieder raus. Pilze dürfen niemals im Wasser liegen, weil sie sich sonst vollsaugen. Am besten bleibt man beim Tuch. In der Pfanne schmelze ich Butter, gebe die Zwiebeln hinein und lasse sie leicht bräunen. Dann kommen die Pilze dazu und werden richtig gut angebraten, bis sie Farbe entwickelt haben. Ich lösche mit etwas Fond ab, lasse ihn kurz einkochen und gebe dann Sahne dazu. Gewürzt wird mit wenig Salz, weil wir gleich Parmesan einarbeiten, sowie Pfeffer und Muskat. Jetzt gebe ich den ersten Schwung Parmesan hinein und rühre die Soße cremig. Dann schmecke ich sie ab. Mir fehlt noch ein bisschen Parmesan, also gebe ich erneut etwas hinein, rühre und schmecke wieder ab. Und weil es schließlich eine richtige Käsesoße werden soll, kommt zum Schluss noch ein finaler Schwung Parmesan hinein. Ich rühre erneut, schmecke ein letztes Mal ab und lasse die Soße dann warm stehen, bis die Knödelscheiben in der Pfanne angebraten sind. Der servierten Knödel ist jetzt gut durchgekühlt, ich entferne das Tuch und schneide ihn in fingerdicke Scheiben. Man sieht die Struktur klar, fluffig, stückig mit sichtbaren Brotwürfeln und Zwiebeln. In der Pfanne schmelze ich Butter und brate die Knödelscheiben von beiden Seiten goldbraun an. Butter ist hier wichtig, sie gibt Farbe, Röstaromen und den richtigen Geschmack. Zum Anrichten kommt die cremige Pilz-Parmesan-Sahnesoße auf den Teller. Darauf lege ich 3 goldbraune Knödelscheiben leicht überlappend, dann verteile ich etwas frische Petersilie drumherum. Am Ende habt ihr ein richtig schönes winterliches Gericht auf dem Teller, saftige, fluffige servierten Knödelscheiben, außen in Butter goldbraun gebraten, eine cremige, aromatische Pilz-Parmesan-Soße und diese kleinen Röststücke vom Brot, die für Biss und Geschmack sorgen. Ein Gericht, das perfekt zu Weihnachten passt oder einfach für jeden kalten Wintertag, an dem man etwas Warmes, Sättigendes und richtig Leckeres möchte. Probiert es unbedingt aus. Alle Zutaten und Mengen stehen unten in der Videobeschreibung und wenn ihr Lust auf weitere winterliche Rezepte und Festtagsideen habt, dann abonniert gerne meinen Kanal Maini kocht. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel echten Parmesan ich in Italien gegessen habe, dann schaut unbedingt bei meinem Streetfood-Kanal Maini Streetfood vorbei und begleitet mich auf meiner Reise durch Italien. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.